Am 31.07.2019 geht es von Dufftown zunächst nach Elgin. Auf dem Weg machen wir einen Zwischenstopp in Aberlour. Dort ist der Fabrikverkauf von Walkers Shortbread, genauso wie die Glen Grant Distillery. Und nach dem Besuch bei Glenfiddich haben wir Lust bekommen auf mehr. Wenn wir in Elgin angekommen sind, werden wir dort nochmal zwischenladen, bevor wir die Elgin Cathedral besichtigen. Und dann führt uns der Weg weiter in Richtung Inverness, wo wir uns für den Nachmittag noch die Clava Cairns vorgenommen haben. Das Culloden Battlefield in der Nähe von Inverness steht dann morgen auf dem Programm. Bei Walkers decken wir uns zunächst mit Shortbread ein. Ein typisch schottisches Produkt, immer wieder lecker. Nach dem Besuch der Glenfiddich Distillery gestern besuchen wir heute Glen Grant, 1840 gegründet und seit 2006 im Besitz von Campari. In diesen Gärbottichen quillt die Maische über mehrere Stunden unter Zugabe von warmem Quellwasser. Daraus entsteht dann eine zuckerhaltige Flüssigkeit, das sogenannte Wort, als Rohstoff für den späteren Whisky. In den Washbacks gärt diese Flüssigkeit unter Zugabe von Hefe dann anschließend 42 bis 48 Stunden. Dabei entstehen Zucker und Alkohol. Mit etwa 8 Volumenprozent ist das der Rohstoff für die Destillation. In den sogenannten Stills erfolgt anschließend die Destillation. Hier hat jede Distillery so ihre eigene Form und Philosophie. 2 bis 3 Durchläufe sind nötig, bis das Endprodukt trinkbar ist. So langsam haben wir eine gewisse Routine mit dem Laden bekommen. Hier in Elgin laden wir am Northfield Terrace Car Park. Da steht unser E3. Auch hier ein Triple Charger, betrieben von Charge Your Car. Wir laden mit CCS 50 kW Säule wie gehabt. Und ich finde, das geht ratzfatz. In wenigen Minuten ist man von 60% bei 80%. Wir werden wahrscheinlich sogar bis 90% laden und dann geht es auch schon wieder weiter. Die Displays von Charge Place Scotland, die hier durchgängig diese E-Volt-Säulen nutzen, sind gelinde gesagt eine Katastrophe. Ich kann da nicht sehr viel erkennen, jedenfalls auf der Kamera, glaube ich, wird es schwierig. Mit dem bloßen Auge kann man sehen, dass wir bereits 10 Kilowattstunden geladen haben. Noch 37 Minuten ist voll. Wir sind aber bereits bei 90% und werden hier gleich abstöpseln. Dann geht's weiter. Es folgt eins der Highlights des heutigen Tages, die Elgin Cathedral, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist. Die beiden Türme kann man besichtigen, wir haben das auch gemacht. Lasst euch von den folgenden Eindrücken verzaubern. Der Stairway to Heaven führt auf die beiden Türme aus dem 13. Jahrhundert. Wenn wir die vielen 100 Stufen
auf den Tower geschafft hat, dann bietet sich einem dieses Panorama von Elgin. Hier sind wir im Findhorn Village. Hier geht also alles ganz ökologisch zu. Ich blende unten einen Link ein, bzw. füge ihn in die Beschreibungsbox ein. Da könnt ihr euch darüber informieren, was hier alles so besonders ist in dieser Siedlung. Forscher schätzen, dass diese Steinkreise etwa 2000 vor Christus geschaffen wurden. Ja, das ist Cathedral Car Park in Inverness. Wir haben noch einmal angeschlossen zum Laden. 59% startet die Ladung. Denken wir Richtung 80, 85%, werden wir hier eben noch mal kurz die Batterie auffüllen. So, wir sind in Inverness angekommen. Hier steht das Auto. Das ist eine durchaus belegte Durchgangsstraße. Richtung Mai. Dauerhaft so. Und hier vorne ist unsere Unterkunft Number 55 BNB. Am 1.8.2019 schließlich das absolute Highlight dieser Reise, ein Besuch des Culloden Battlefield mit anschließender Umrundung von Loch Ness. Heute ist der 1.8.2019. Wir sind auf dem Culloden Battlefield,
wo sich die 40 schottischen Clans ein letztes Gefecht mit den Briten lieferten und vor etlichen 100 Jahren heftig geschlagen wurden. Im Hintergrund ist das Culloden Visitor Center. Da gehen wir gleich mal rein und schauen uns die Geschichte hier genauer an. Die Schlacht bei Culloden am 16. April 1746 war die letzte Schlacht auf dem Boden der britischen Inseln. Sie wird in Schottland bis heute vielfach als nationale Katastrophe wahrgenommen. Callum Findlay, ein Mitarbeiter des Museums, erklärt uns, was an diesem Tag geschah. So it's the morning of the battle. Two sides are lined up against each other. The red flags that you can see, the line of red flags, is where the British government army, the front line of that army stood on the day of the battle. There are 4 red flags. If you can imagine another 4 attached onto the end, going that way, that would be the entire length of the British government front line. And the blue flags in the distance, about 500 metres away, are the Jacobite front line. Did you see them? Yes. Yeah, you see. You see them? Yeah. Good. So the two armies are lined up. The first shots are fired at roughly 12:30 in the afternoon. It's the Jacobite gunners fire their cannon first. The cannonball flies way over the top of the British government front line and lands harmlessly at the back. The British gunners respond and their cannon fire absolutely blasts into the front line of the Jacobite army. The difference between the two armies is that the British gunners are very, very well trained artillerymen. It takes them about 40 seconds to load and fire a cannonball. They have a high degree of accuracy. The Jacobite gunners, on the other hand, are just ordinary soldiers who've been left in charge of the cannon. They don't have much training. It takes them 3 or 4 minutes to load a cannonball and fire it. They don't have much accuracy with their shots. And so, in fact, after about 10 minutes, the Jacobite gunners give up and abandon their cannon completely. And so now it's just the British government cannon that are firing at the Jacobites, and they're absolutely bombarding them with cannon fire. They're starting to take quite heavy losses, the Jacobites, and they're desperate for the order to charge, the Highland charge. It's what they know, it's what they're best at, and they're desperate for the order. But Bonnie Prince Charlie, he deliberates and deliberates, and he takes such a long time to give the order. The men are being blasted by cannon fire. Eventually he does give the order to charge, and he tells his messenger to ride to the front line and to relay the order to the men. The messenger rides off and is promptly decapitated by a cannonball. So the order never ever reaches the front line. So the men are standing, being bombarded by cannon fire for a full half hour. Eventually they can take it no longer and they decide to charge of their own accord. And this is the start of the Highland Charge. Now the Highland Charge involves running till you're about 50 yards or 50 metres say from the enemy. They'll all be carrying French muskets. They will aim and they will fire their French muskets only once. They fire 1 shot each and then they throw the muskets down on the ground. And that creates a smoke screen, all the muskets being fired at once. And this smoke is going to blow across the battlefield and it's going to mask the men as they run in for the charge. So they'll fire their 1 shot each and then they start to run. They've got a round shield called a targe on their arm. It's made of wood and covered in leather and brass studs. In their left hand they have a dagger called a dirk, and in their right hand they have a basket-hilted broadsword, and they come running through the smoke, shouting and screaming in Gaelic at the top of their voices, and it's a terrifying sight to be on the end of. The British soldiers will have their bayonets pointed out towards the Jacobites,
the Jacobites will run in, and with their targe they will try and deflect the bayonet to one side, and using their dirk in their left hand they will try and slit the man's throat, and then they will follow through with their sword and they will hack at the head of the man in the second row, and hopefully the man in the third row at this point has turned round and run away. And this is what's happened in previous battles. But the Highland charge doesn't really work at Culloden, and the problem is the boggy ground. It's just like a marsh. The left flank of the Jacobite army actually gets stranded. They get bogged down about 3/4 of the way across the field. They don't even make it across, and they're completely bogged down. The right flank, on the other hand, they're on better ground, and they do make it across the field to where the British government army are standing, and they crash into them, and there is fierce hand-to-hand combat takes place on the right flank. At exactly this spot where we're standing just now, this is where the fiercest fighting took place. And the ferocity of the Highland charge is such that the Jacobites actually break through the front line of the British army, and they're now in danger of outflanking the British army. So the Duke of Cumberland, he sees the danger, and he's got a second line of men waiting in reserve. He brings them forward at this point, and they surround the Jacobites where they've broken through, and they fire on them at point blank range. And in the space of 2 to 3 minutes, 700 Jacobite soldiers are killed at this spot where we're standing right now. So in the face of this, the rest of the Jacobites start to retreat from the field. They know Prince Charles is led away by his cavalry. He knows that the battle is lost. It's taken less than an hour, and it's a comprehensive victory for the British government army.
Das ist jetzt Urquhart Castle am Loch Ness. Der Punkt, von dem man Nessie angeblich am besten beobachten kann. Von hier geht es dann zurück nach Inverness, wo wir auch das Abendessen einnehmen werden. Erneut sind wir am Cathedral Car Parking angekommen. Heute laden wir AC mit bis zu 22 kW sind hier möglich. Wird jetzt gerade angesteckt. Noch verhandelt der Lader mit dem Fahrzeug. Mal schauen, was da für eine Ladeleistung rauskommt. Schaut gut aus.
Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ein Abo wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.